Herzlich willkommen an der Universität zu Köln. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Lennart und ich darf euch heute unsere Uni zeigen. Ihr studiert jetzt an einer oder mehrerer unserer 6 Fakultäten. Der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, der Medizinischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät, der Mathematisch- und Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Humanwissenschaftlichen Fakultät. In diesem Video zeigen wir euch einige Anlaufstellen und Angebote für euch als Studierende an unserer Universität. Und jetzt geht's los mit unserer Prorektorin für Lehre und Studium, Professorin Dr. Beatrix Busse. Liebe Erstsemester, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen, bienvenue, welcome an der Universität zu Köln. Wir alle an der Universität zu Köln freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und dass wir heute gemeinsam mit Ihnen das Wintersemester 2020-21 beginnen. Für viele von Ihnen ist dies Ihr erstes Semester an der Universität zu Köln, für einige von Ihnen das erste Studiensemester überhaupt. Andere starten wieder in das Studium. Sie sind damit Teil, alle, der Community von über 50.000 Studierenden und ungefähr 5.300 Erstsemestern. Ich kann mir gut vorstellen, wie es Ihnen heute an Ihrem ersten Tag hier an der Universität zu Köln geht. Kann Ihre Aufregung und gespannte Neugier nachvollziehen. Mein erster Tag in Köln liegt nämlich erst ein Jahr zurück. Am 1. Oktober 2019 bin ich als Professorin für englische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte und Prorektorin für Lehre und Studium aus Heidelberg nach Köln gekommen. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Wochen, in denen ich die 6 Fakultäten mit ihren jeweils eigenen Charakteren, die zentralen Einrichtungen und die Zentralverwaltung und vor allem unglaublich viele engagierte, aufgeschlossene, hilfsbereite Menschen kennengelernt habe. Diese Begegnungen und der Spirit der Menschen charakterisieren die Universität zu Köln. Und gerade deshalb würde ich Sie sehr gerne persönlich begrüßen. Aber Sie wissen, dass das angesichts der erneuten exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus leider nicht möglich ist. Deshalb bin ich auch hier alleine in der Aula. Ich hoffe jedoch, nein, ich freue mich darauf, viele von Ihnen bald, sehr bald auf Ihrem Weg an der Universität zu Köln persönlich begegnen zu können. Mit diesem Video möchte ich Sie heute in Ihrer Studierendenwohnung oder in Ihrer Heimat, an Ihrem ganz individuellen Arbeitsplatz oder unterwegs abholen und stelle mir vor, dass Sie da, wo Sie gerade sind, das Leuchten in den Augen haben, das ich sonst in der Aula des Hauptgebäudes sehen würde. Denn egal, wo Sie sich in diesem Moment aufhalten, können Sie heute an Ihrem ersten Studientag aufgeregt und erwartungsfroh sein und neugierig auf das schauen, was Sie erwartet. Nochmal ein herzliches Willkommen an der Universität zu Köln. Dass Sie sich entschieden haben, Ihr Studium im Herbst 2020 zu beginnen, ist wohl keineswegs selbstverständlich. Von einigen Studienbewerberinnen und Bewerbern weiß ich, dass sie sich die Frage gestellt haben, ob ein Studium in diesem Semester überhaupt möglich sein wird, ob es überhaupt sinnvoll ist, ein Studium zu beginnen, da es aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kein Studentenleben gibt, Bibliotheken nur eingeschränkt nutzbar und die Lehre an den Universitäten nur in Ausnahmefällen in den Räumen der Universität stattfindet. Viele haben sich die Frage gestellt, ob sie nicht erst einmal etwas anderes tun sollen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn alles wieder normal ist, ein Studium anschließen. Wahrscheinlich kennen Sie diese Gedanken oder Sie haben Freundinnen und Freunde, die sich vielleicht so entschieden haben. Aber ein Zurück zum alten Normal wird es in der Universität, zumindest hier an der Universität zu Köln, nicht geben. Stattdessen haben spannende, dynamische und alle Akteurinnen und Akteure der Universität involvierende Prozesse begonnen, die die Zukunft von Lehre und Forschung aktuell rasant und nachhaltig verändern. Ihre Chance ist es, in diesem zukunftsgerichteten Prozess des Wandels, der im Frühjahr angestoßen wurde und noch nicht abgeschlossen ist, zu partizipieren und diese Universität zu gestalten. Zögern Sie dabei also nicht, Ihre persönlichen Gedanken und die Sicht von außen mit einzubringen. Nicht trotz, sondern gerade aufgrund der aktuellen Situation, die so viel Dynamik und Fortschritt eben auch mit sich führt. Trotz aller Belastungen ist das Wintersemester 2020 und 2021 ein guter Zeitpunkt, um ein Studium zu beginnen.
Natürlich waren das Sommersemester davor 2020 und wird auch dieses kommende Semester ein besonderes sein. Als sich die Corona-Pandemie im März in Deutschland so ausbreitete, dass es zum Lockdown des öffentlichen Lebens kam, hat die Universität zu Köln ihren Forschungs- und Lehrbetrieb innerhalb weniger Tage vollständig und konsequent auf Online-Formate umgestellt. So haben wir die Gesundheit aller Angehörigen der Universität geschützt und sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachgekommen, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Aber wir haben eben auch weiter und mit größtem Engagement gelehrt und geforscht. Rückblickend können wir sagen, dass es uns an dieser Universität gelungen ist, das Sommersemester vollständig online durchzuführen und die Studierbarkeit auch im sogenannten Corona-Semester zu gewährleisten, was zu Beginn der Pandemie nicht alle erwartet hatten. In kürzester Zeit haben Dozierende mit großem Engagement, mit Kreativität und Innovation ihre Lehrveranstaltungen neu konzipiert, sodass diese mit nur ganz wenigen Ausnahmen online stattfinden konnten. Studierende und Dozierende haben sich gleichermaßen in neue digitale Tools eingearbeitet, sie als neues Handwerkszeug Woche für Woche eingesetzt und dabei en passant ihre digitalen Kompetenzen erweitert. Wir haben die Köln-Messe für Klausuren gemietet und das Semester ist eben so gut gelaufen, wie es unter den Bedingungen laufen konnte. Dabei haben wir uns auch besonders um die Studierenden gekümmert, die angesichts des Social Distancing, Herausforderungen zur Selbstorganisation oder des Fehlens von persönlichem Austausch diese Herausforderungen zu bewältigen hatten. Das wollen wir auch weiter und verstärkt tun. Wir haben erfahren, dass mit Flexibilität, Solidarität, Kreativität und mit der Bereitschaft aller Beteiligter zur Innovation und Improvisation Lehre und Forschung an der Universität zu Köln nicht nur erfolgreich, sondern auch nachhaltig in Online-Formaten gestaltet werden kann. Diese Fähigkeit, an Herausforderungen zu wachsen und sie gemeinsam und mit dem, was als kölsches Lebensgefühl bekannt ist, erfolgreich zu meistern, zeichnet das Miteinander aller Akteurinnen und Akteure dieser Universität aus. So haben die Einschränkungen, die aus der Unmöglichkeit der Präsenzlehre resultierte, an unserer Universität schließlich auch diese Innovation und Kreativität freigesetzt, eben auch die digitale Transformation der Universität in einem vorher nicht vorstellbaren Tempo vorangebracht. Sicherlich sind Ihnen noch nicht alle Tools restlos vertraut, die wir jetzt in der Lehre einsetzen werden und auch einsetzen müssen. Für diese Fälle stehen Ihnen verschiedene Anlaufstellen für die Beratung und Unterstützung zur Verfügung. Diese finden Sie auf der Website der Universität zu Köln auf der Seite Digital Education. Zögern Sie bitte nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Insbesondere in den ersten Wochen müssen Sie sich an der Universität erst einmal orientieren. In diesem Semester gehört die Einarbeitung in die digitalen Tools weiterhin wesentlich dazu. Und nicht nur für die Handhabung digitaler Tools finden Sie bei uns Unterstützung. Denn ab sofort werden Sie sich, ob online oder in Präsenz, mit den täglichen Anforderungen des universitären Lebens auseinandersetzen müssen. Das gelingt gerade zu Beginn mal mehr und mal weniger gut. Es ist mir daher wichtig, auf die vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangebote hinzuweisen, die unsere Universität für Sie bereithält. Auch bei schwierigen Situationen, die Sie zu meistern haben. Unsere Dezernat 2 Studierendenangelegenheiten hilft Ihnen gerne weiter, die richtigen Ansprechpartner und Partnerinnen an der Universität und in der Stadt zu finden. Und auf dem Erstsemesterportal sowie der Internetseite des Projekts Lotse sowie auch auf der Seite zum Studienstart finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen zum Studienbeginn. Einen Blick auf diese Seiten möchte ich Ihnen wirklich wärmstens empfehlen. Ebenso auch einen Blick auf unsere Seite zum Umgang mit der Pandemie. Im Online-Semester, Sommersemester, wurde neben den genannten positiven Entwicklungen der Online-Lehre auch deutlich, dass im reinen Online-Betrieb der Universität Entscheidendes fehlt. Universität ohne Diskurs und persönlichen Austausch in Präsenz ist wie Shakespeare ohne Theater. So habe ich es einmal formuliert. Denn Wissenschaft und Forschung und Lehre leben von dieser persönlichen Begegnung, der Interaktion und dem persönlichen Dialog, insbesondere mit Ihnen als Studierenden. Untrennbar gehört ein zwischen Lerngruppen, Lernveranstaltungen, Nebenjob und WG-Party stattfindendes Studentenleben zum Studium dazu.
So hoffte ich und wir, dass Teile des Wintersemesters als Hybridsemester stattfinden könnten, sofern es eben dieses Infektionsgeschehen zulässt. So hatten wir es geplant. Ausgewählte Lehrveranstaltungen sollten unter Einhaltung aller Hygiene- und Infektionsbestimmungen, die Sie weiterhin nachlesen können, in bestimmten Formaten und in ausreichend großen Räumen in Präsenz stattfinden. Wir möchten immer noch und wollen Ihnen die Möglichkeit geben, räumlich an dieser Universität anzukommen und Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen und Dozierenden persönlich kennenzulernen. Die Fakultäten und die Institute haben Konzepte für die Durchführung von Präsenz- und Lehrveranstaltungen entwickelt und werden Sie nun informieren, wie all diese Dinge ablaufen. Trotzdem müssen wir nun feststellen, und wir haben auch das geplant, nämlich das Hybridsemester jederzeit zu einem vollständigen Online-Lehrbetrieb umzuswitchen und zurückzukehren dazu. Wir müssen nun sehen, dass sich die Pandemie so entwickelt hat, dass es gar nicht mehr so einfach ist, tatsächlich auch kleine Präsenzveranstaltungen zu realisieren. Bitte informieren Sie sich bei den Fakultäten, bei Ihren Lehrenden, in den Instituten. Wenn Sie an der Universität sind, bitte ich Sie vielmals und inständig, die Hygieneregelungen der Universität zu Köln, die wir auch in einer Kampagne nochmals sehr stark machen, zu beachten. Es herrscht Maskenpflicht in allen Gebäuden. Bitte halten Sie die Abstandsregelungen ein und auch die Nies- und Hustenetikette und all das, was jetzt zum Schutz von uns allen dazugehört. Sie schützen damit sich und andere. Wenn wir nun in die digitale Lehre einsteigen, nutzen Sie von Anfang an auch die digitalen Tools zum kollaborativen Arbeiten, auch zum Kennenlernen Ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen. Sicherlich kostet es anfangs Überwindung, in einem Zoom-Meeting selbst die Hand zu heben oder das Wort zu ergreifen, in einem Chat einen Kommentar zu schreiben, eine Frage in einem Forum zu schreiben oder eine Vorstellungsrunde in der Breakout-Sessions eines Zoom-Meetings zu initiieren. Das ist klar. Aber ich bitte Sie, trauen Sie sich. Tun Sie so, als wären Sie in einem Präsenzraum. Die virtuellen Plattformen sind für alle eine ungewohnte Umgebung, immer noch, sodass viele andere Studierende für ihre Initiative dankbar sein werden. Auch online können Sie Kontakte knüpfen und Mitstudierende kennenlernen, mit denen Sie sich privat austauschen, Erfahrungen teilen und gemeinsam das erste Semester erleben können. Und ich bin sicher, dass sich kleine Gruppen formieren werden, mit denen Sie sich dann auch unter Wahrung aller Hygienemaßnahmen auch treffen können. Liebe Studierende, Universität im Wintersemester 2020/21 ist mehr als ein außerordentlich spannender, zukunftsweisender Ausnahmezustand. Denn davon unabhängig haben Sie alle Ihre ganz persönlichen, individuellen Beweggründe, ein Studium gerade jetzt aufzunehmen. Zum Beispiel Ihre Interesse an einem bestimmten Fach oder Thema, dem Sie in den nächsten Jahren Raum geben und nachgehen wollen. Ihr Interesse an Forschung und Wissenschaft und Ihr Wunsch, Ihren Horizont zu erweitern und neue Perspektiven und Denkweisen kennenzulernen. Und schließlich dient ein Studium auch der beruflichen Qualifikation. Mit all diesen Zielen und Motiven sind Sie an dieser Universität richtig aufgehoben. Kernaufgaben der Volluniversität Köln ist die Wissenschaft, also die Gewinnung, Bewahrung, Verarbeitung und Weitergabe von neuen Erkenntnissen, geleitet von wissenschaftlichen Methoden. Antrieb ist unser unermüdlicher Drang nach Wissen und Erkenntnis. Und gerade in den vergangenen Monaten sehen wir erneut, wie wichtig die Wissenschaft ist und welchen zentralen Platz sie im gesamtgesellschaftlichen Diskurs einnimmt. So sehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Ausbruch der Corona-Pandemie als Autoritäten anerkannt werden, so sehr stellt die Vorbehaltlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Tatsache, dass vieles noch nicht mit abschließender Sicherheit gesagt werden kann und dass unterschiedliche, ja gegensätzliche Erkenntnisse existieren, viele Menschen vor Herausforderungen. Die Welt in ihrer Komplexität zu begreifen, Ambivalenzen und Ambiguitäten auszuhalten und sich vor vorschnellen Vereinfachungen zu schützen, das gehört ganz wesentlich zum wissenschaftlichen Denken dazu. Und das möchten wir Ihnen beibringen. Es will gelernt und gut kommuniziert werden, denn nur so können wir Populisten zum Beispiel endgültig in ihre Grenzen führen.
Mit dem wissenschaftlichen Denken fest verbunden ist die universitäre Lehre, denn jede Forschung beginnt mit der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Early Career Researchers. Unser Fokus ist die forschungsbasierte Lehre, challenge-based, in der Sie von Anfang an selbstständig forschen, konzeptionell und problemorientiert arbeiten und denken. Ihr Studium soll Sie befähigen, eigenverantwortlich und initiativ zu agieren, Dinge zu hinterfragen und kreative, neue Antworten auf die komplexen Fragen unserer Zeit zu entwickeln und umzusetzen. Dabei brauchen wir sie. Denn auch ohne die Corona-Pandemie steht unsere Gesellschaft vor großen und drängenden Herausforderungen, die es zeitnah anzupacken und mit Hochdruck zu lösen gilt. Denken Sie nicht nur, aber auch an die Klimakrise, sondern auch an Fragen wie werden wir die immer größer werdenden sozialen Ungerechtigkeiten national und global aufhalten? Wie gehen wir mit Big und Small Data um? Welche Antworten geben wir auf Fake News, Populismus und Rassismus? Wie weit wollen wir künstliche Intelligenz kritisch nutzen, weiterentwickeln und welches Verhältnis von Mensch und Maschine wünschen wir uns? Wie sehen das politische System und das globalpolitische Zusammenspiel der nahen Zukunft aus? Wie lässt sich ein Wirtschaftssystem denken, das gerecht und nachhaltig ist und für den Menschen da ist? Nicht der Mensch für die Wirtschaft. Wie sieht die Lehrerinnenbildung der Zukunft aus? Diese Liste lässt sich beliebig fortführen. Sie alle werden mindestens ein für Sie persönlich relevantes, weiteres Thema hinzufügen können. Die Universität bearbeitet diese und zahlreiche weitere Forschungsfragen eben in Forschung und Lehre in ihren 6 Fakultäten. Das sind die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, die Rechtswissenschaftliche Fakultät, die Medizinische Fakultät, die Philosophische Fakultät, die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät und die Humanwissenschaftliche Fakultät. In 350 Studiengängen, dazu Exzellenzclustern zu den Pflanzenwissenschaften, zu dem Konzept von Altern, zu Märkten und Public Policy, zu Matter and Light for Quantum and Computing. Dazu haben wir auch ein Startup Center, auch das Zentrum für Lehrerinnenbildung. Sie sehen sehr viele Dinge, in die Sie sich involvieren können. Die Antworten auf diese Fragen, die ich eben gestellt habe, kann nicht eine Disziplin alleine geben. Stattdessen ist auch ein interdisziplinärer Dialog erforderlich, in dem aus verschiedenen Perspektiven Antworten entwickelt werden. Auch diese Art, nur gemeinsam zu Lösungen zu kommen und aus den Erkenntnissen anderer Disziplinen, aus kontroversen und kritischen Diskussionen, aus Widerspruch und Argumentation Impulse für den eigenen gedanklichen Fortschritt zu gewinnen, ist charakteristisch für das Generieren wissenschaftlicher Erkenntnis und ist charakteristisch für die Lehre an der Universität zu Köln. Dieser, was wir den wissenschaftlichen Habitus nennen wollen, mal ein richtiges Fachwort, den Sie hier erlernen, zeichnet sich dadurch aus, dass er demütig stets der Grenzen der eigenen Erkenntnis bewusst ist und gerade hieraus den Antrieb gewinnt, weiter Fragen zu stellen und weitere Erkenntnisse zu generieren. Ergänzen möchten wir diesen wissenschaftlichen Habitus von einem sogenannten Entrepreneurial Mindset, mit dem Sie sich während Ihres Studiums an der Universität zu Köln vertraut machen können. Das heißt, mit der Kompetenz, Herausforderungen zu bewältigen, Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Entscheidungen zu treffen und verantwortlich zu handeln. Diese Fähigkeit und Fertigkeiten sind Ihnen in allen Lebensbereichen nützlich und tragen dazu bei, dass Sie als wissenschaftlich gebildeter Mensch in der Gesellschaft wirken, Verantwortung übernehmen können und diese auch mitprägen. Von heute an sind Sie die Akteurinnen und Akteure, die Menschen, die handeln und in Action sind und auf diese Weise die Welt um sich herum gestalten und prägen. Das fängt bei der Gestaltung Ihres Studiums an. Denn, liebe Studierende, eine Universität ist keine Schule mehr. Sie dürfen und sollen sich an der Gestaltung der Universität bitte auf allen Ebenen einbringen. Natürlich lernen Sie in den kommenden Semestern von den Professoren und Professoren, Dozentinnen und Dozenten, aber umgekehrt lernen diese auch von Ihnen, von Ihren Impulsen, Ihren neuen Ideen, die Sie einbringen. Sie werden schon bald mit Ihren Beiträgen und Fragen die Lehre und die Forschung hier an der Universität bereichern. Ich ermuntere Sie, dies voller Euphorie und Empathie mit wachem Verstand und gesunder Neugier zu tun. Ich ermutige Sie auch, sich für Ihre Belange und für die Belange der Studierenden einzusetzen.
Sie können dies in vielfältiger Weise tun, etwa durch ihre Teilnahme in Arbeitsgruppen und Gremien, in der Fachschaft, im AStA, musikalisch, sportlich, als Hilfskraft in der Forschung. Bringen Sie sich ein, innovieren Sie sich die Universität und erleben Sie die Wirksamkeit Ihres Tuns und machen Sie den Unterschied. You make the difference. So werden Sie die im Studium erworbenen, theoriefundierten Kenntnisse und Fähigkeiten verantwortungsbewusst in die Gesellschaft tragen und dort, wo es sinnvoll ist, etwas daraus machen. Denn als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es unser Auftrag, dass wir auf Grundlage der forschungsbasierten Erkenntnis Verantwortung übernehmen und da, wo es angemessen ist, die Initiative ergreifen und gestalten. Diese Verantwortung in der Gesellschaft zu wirken, halten wir in Köln besonders hoch, denn die Universität zu Köln wurde gleich zweimal, 1388 und 1919, auf Beschluss des Rates der Stadt als Bürgeruniversität gegründet und ist somit auf ganz besondere Weise in ihrer Stadt verankert und ihr verbunden. Die Universität zu Köln ist zudem Teil der European University for Wellbeing, kurz UniWell. Gemeinsam mit den Universitäten Leiden, Linnaeus, Semmelweis, Birmingham, Florenz und Nantes bildet sie eine europäische Universität, die es als Teil von gemeinschaftlicher Bildung, Forschung und gemeinsamem gesellschaftlichem Engagement versteht, forschungsbasiert das Wohlbefinden ihrer Akteurinnen, des Einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt in Europa und weltweit zu mehren. Damit sie auch beruflich nach ihrem Studium den Unterschied machen und die Fähigkeiten und Erkenntnisse, die sie an der Universität zu Köln erworben haben, wirkungsvoll und zielgerichtet in attraktiven Berufen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt, einsetzen, ist es unser Anliegen, sie während ihres Studiums auch in sogenannten Future- und Wellbeing Skills zu schulen. Wir wollen sie neben exzellenter fachlicher Bildung und überfachlichen Kompetenzen zu einem persönlich wie beruflich erfolgreichen und zufriedenen Leben und zum lebenslangen Lernen befähigen. Ihre Kompetenzen sollen sie als kritische Denkerin und als sozial verantwortungsvolle, europäische Bürgerinnen teamfähig, kommunikativ versiert, agil und adaptiv einbringen. Wie auch immer die Zukunft sein wird und vor welchen Aufgaben und Herausforderungen sie uns auch stellen mag, sie sollen aus ihrem Studium die Kompetenzen gewonnen haben, in ihre Zukunft zu wirken und sie innovativ und nach vorne gerichtet, kritisch reflektiert, aber zugleich mutig und aufgeschlossen zu gestalten. Das gilt für uns alle. Und natürlich fördert das Studium an einer Universität die persönliche Bildung, erweitert ihren Horizont und stärkt ihre Kritikfähigkeit. Sie entwickeln so Fähigkeiten, die fachübergreifend hilfreich sind. Team- und Empathiefähigkeit, Achtsamkeit und eben Wellbeing. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen, die Demokratie zu verteidigen und zu leben. Eine breite, gut fundierte Ausbildung und Bildung, Professionalisierung sind zudem der beste Garant dafür, einen Job zu finden und schafft gute Voraussetzungen, auf dem Arbeitsmarkt auch dauerhaft erfolgreich zu sein. Liebe Studierende, die Universität zu Köln gehört zu den Spitzenuniversitäten in Deutschland. Sie ist, genauso wie die Stadt Köln, international und multikulturell. Forschung und Lehre und wissenschaftliche Erkenntnis waren und sind stets international, nicht an Staatsgrenzen oder kulturelle und andere Unterschiede gebunden. Wir haben zahlreiche internationale Kooperationspartner und wenn es wieder geht, dann besuchen Sie diese. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Studium an der Universität zu Köln für Auslandsaufenthalte bietet. Haben Sie diese frühzeitig im Blick und erweitern Sie Ihren Horizont. David Foster Wallace hat in seiner Rede This is Water an Studierende das, was sich als Facetten des Kölner Universitätsspirits in Forschung, Lehre und Transfer und der impliziten gesellschaftlichen Verpflichtung bezeichnen würde, wie folgt beschrieben. This isn't really about the capacity to think, but rather about the choice of what to think. Angesichts der nie dagewesenen Bedrohung durch das Coronavirus, weltweit fragiler politischer Konstellationen und menschlicher Tragödien in Europa und der Welt und einigen Politikern, die sich zum Beispiel nicht nur damit brüsten, Corona besiegt und die Pandemie im Griff zu haben, sondern auch eine rechtsradikale Gruppe zur Bereitschaftshaltung aufruft und schon einigen Tagen später dieselbe Gruppe nicht mehr kennen will,
Shakespeare hätte es als rotten bezeichnet. Kann ich schon lange nicht mehr aufhören, wütend zu sein und darüber nachzudenken, wie unumgänglich unsere Werte und Standards wie Toleranz, Offenheit, Diversität, Gleichberechtigung, Respekt, Aufmerksamkeit, der Blick auf das andere, das Zuhören, die Anderswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, des Hinterfragens von auch weltlichen Epistemen, von allen diesen sind und wie verpflichtet wir alle in dieser Universität sind und sein werden, diese Werte zu sichern. It's now about right and wrong. Seien Sie, die Future Generation, wütend, schauen Sie die Welt ohne gefährliche Weltanschauungen an. Entwickeln Sie eine Streitkultur, erheben Sie die Stimme und übernehmen Sie Verantwortung. Wählen Sie the choice of what to think. Trauen Sie sich, gehen Sie mutig voran, finden Sie Ihren Weg in diesem komplexen, heterogenen, mobilen Gefüge, aber finden Sie ihn. Stellen Sie Fragen, seien Sie neugierig, disruptiv, ko-kreational und vor allen Dingen leben und lieben Sie Ihr Fach. Für die Universität unumstößlich ist, lassen Sie uns gemeinsam der Gesellschaft verpflichtet und ihren Werten und Regeln folgend, verantwortungsbewusst nach neuen Erkenntnissen suchen. Ich ende nun und wünsche Ihnen sowohl beruflich als auch privat und zitiere dabei nochmals Wallace: I wish you way more than luck. Sie sind ja jetzt in Ihrem 3. Semester hier bei uns an der Uni. Konnten Sie sich denn schon entsprechend einleben? Nein, konnte ich noch nicht, weil ja, die Ereignisse überholen sich ja, ne? Durch die Pandemie jetzt, vorher einen Einstieg, haben wir gleich einen ganz großen Antrag geschrieben zur UniWell, zur European University for Wellbeing, und dann ab März, ja Anfang März hat die Pandemie begonnen und seitdem sind wir im Krisenmodus und im Krisenmanagement und haben ja, wie ich auch in meiner Begrüßungsrede gesagt habe, alles getan, um diese Universität in den Online-Modus zu versetzen, online zu unterrichten, und ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich mich schon eingelebt habe, weil also jeden Tag auch was Neues kommt und ja, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Man sagt ja ein Jahr, man muss sich alles mal so durchleben. Ich glaube, unter normalen Umständen, wenn es das überhaupt gibt, wäre das möglich gewesen, aber so nicht. Sie haben jetzt ja schon die Corona-Pandemie angesprochen. Wir haben jetzt ja auch schon gehört, es gibt diverse Online-Formate, es sollte Hybrid-Formate geben, klassisches Präsenzformat. Was glauben Sie denn davon ist zukunftsträchtig, auch ohne Pandemie? Also ich hoffe, dass wir diesen großen Schub, diesen Innovationsschub und auch also die, sage ich mal, englisch gesagt, das Upskilling, was wir jetzt so erlebt haben, sowohl der Lehrenden in der Nutzung verschiedener digitaler Szenarien, in der Aneignung verschiedener Tools, dass wir das nutzen können und dass wir vielleicht das Beste von verschiedenen Welten so auch didaktisch weiterentwickeln, dass es was Neues wird, dass was Gutes daraus entsteht, was auch ja, Bildung fördert, was unser Lernen fördert, was wir auch wieder beforschen, wie sich das gehört für eine Universität, neue Erkenntnisse generieren. Das hoffe ich sehr und deshalb glaube ich auch, dass dieser Weg hin zurück zum Normalen, zu dem, was vorher war, ich glaube, dass es so nicht funktionieren wird. Und es würde uns, glaube ich, entlasten, wenn man denkt, und jetzt ist eine neue Situation und wir machen das Beste draus. Wir vergleichen zwar mit dem, alles mit dem, was vorher war, aber wir versuchen nicht nur zurückzugehen, sondern eben nach vorne. Zukunftsforscher sagen ja, die Zukunft hat ihre Richtung verändert, was immer das heißt. Zukunft war noch nie vorauszusehen. Aber jetzt sind Dinge da, glaube ich, die wir angehen müssen. Und ich meine auch, dass Universitäten da die sind, die es ziemlich gut können. Auf dem Weg in die Zukunft haben wir jetzt ja schon das erste Online-Semester hinter uns. Was ist denn Ihr Resultat daraus oder Ihr Resümee? Also ich glaube, dass dieses sogenannte Online-Semester so gut war, wie es unter den Bedingungen sein konnte. Ne? Große Improvisation im März, erstmal auch alles neu, wie macht man das, wie schafft man es, dass 50.000 Studierende und mehr online weiterarbeiten können, wie schafft man es, dass die Software richtig ist, dass die Hardware so ist, dass wir das können. Ja, und das ist natürlich was,
wo wir sehr viel gelernt haben, wo wir uns aber auch, glaube ich, in eine Lage versetzt haben, von der keiner geglaubt hätte, dass man das so kann. Ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber ich glaube, dass die Unis das grundsätzlich schon sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich finde es eine beeindruckende Leistung. Das war, weil Sie eben fragten, ob ich mich eingearbeitet habe, vielleicht noch nicht. Aber was ich erlebt habe, ist so ein großer Spirit des gemeinsamen Arbeitens aller Akteure, Studierende, Lehrende, Administration, Sie jetzt hier, die Sie das jetzt hier alles organisieren. Und das finde ich schon echt richtig beeindruckend. Und ich glaube, das jetzt weiterzutragen, mitzunehmen, in auch Strukturen zu gießen, wie wir arbeiten, ist ein ganz großes Potenzial. Was möchten Sie denn all den Akteurinnen, Studierenden, Dozierenden mitgeben, die jetzt schon bereits zusammenarbeiten oder sich auch kennenlernen werden für das kommende Semester und für die Zukunft? Ja, was möchte ich denen mitgeben? Jetzt klingt das ja so, ach, die weiß, was man so sagen kann, aber ich glaube, was ich wirklich mitgeben möchte, ist, dass einfach sie das, was sie tun, auch richtig lieben und dass es das ist, was sie tun möchten. Und wenn nicht, dann ist das auch kein Problem, dann wechselt man halt mal. Brüche oder wie auch immer, Weichen in Lebensläufen sind überhaupt kein Problem. Aber ich möchte Sie dazu animieren, das mit Passion zu tun, was Sie tun möchten. Ich möchte Sie dazu animieren, zu sagen, ja, ich bin jetzt mutig, ich gehe jetzt in dieses wahrscheinlich doch primär Online-Semester. Wir gucken, wie die Lage sich entwickelt, aber zumindest am Anfang werden wir sehr viel online weiter doch unterrichten müssen, auch wenn wir es anders geplant hatten. Aber dass man mutig daran geht, dass man einfach auch die Dinge nutzt, um Gespräche zu führen, dass man ausprobiert, dass man Fragen stellt, dass man diskutiert, dass man uns auch Fragen stellt und sagt, was nicht läuft, wo die Probleme sind. Wichtig ist auch, dass Sie die Angebote nutzen, auch die Seiten, die wir haben für die digitalen Tools, aber auch zur Beratung, wenn Sie auch mal Probleme haben, auch jetzt psychische Probleme, wenn Sie denken, ich komme nicht klar. Auch dazu haben wir große Angebote, auch aus der Psychologie heraus, aus der Medizin heraus. Und ich glaube, das nutzen Sie, das sprechen Sie. Ich glaube, Kommunikation wird ein ganz großer Punkt sein. Und ja, wenn uns das gelingt, dann gelingt uns auch die Zukunft jetzt, das zu gestalten. Und das möchte ich einfach unbedingt sicherstellen. Und ja, ich glaube, dann wird das gut werden. Natürlich auch, wenn Sie hier in den Gebäuden sind, möchte ich schon auch gern, dass die Hygiene- und Schutzmaßnahmen genutzt werden. Bitte Masken tragen. Wir haben jetzt den richtigen Abstand, deswegen können wir uns das gerade so leisten, das nicht zu tun, aber das wird essentiell sein, um uns alle zu schützen und diese fast exponentielle Ausbreitung, vielleicht dann schon exponentielle, auch wieder zu bändigen, sonst werden wir das nicht hinbekommen. Also alle haben hier Verantwortung und wir müssen jetzt gemeinsam da auch arbeiten und das tun wir. Genau, für alle, die auch an der Uni Verantwortung übernehmen wollen, kommt gleich der AStA-Vorsitzende und wird dann dazu noch einiges erklären. Das Studium ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Da können sich schon einmal viele Fragen auftun. Wir, der AStA, sind dafür da, euch da zur Seite zu stehen. Als AStA sind wir Teil eurer studentischer Selbstverwaltung. Ihr kennt vielleicht schon direkt im Umgang eure Fachschaft oder eure Fakultätsvertretung. Da sind eure direktesten AnsprechpartnerInnen bei Fragen oder bei Anliegen, die euch betreffen. Dahinter kommen wir. Bei der studentischen Selbstverwaltung kommt es darauf an, dass wir gewählt werden. Es gibt einmal im Jahr Hochschulwahlen bei uns an der Universität. Und zwar wird einmal gewählt das Studierendenparlament mit seinen 51 ParlamentarierInnen, Studis wie ihr, wo wir uns selbst vertreten in politischen Anliegen und daneben eben diverse Fakultätsgremien auch, die dort gewählt werden. Wir als AStA werden gewählt von diesem Studierendenparlament als Exekutiv- und Vertretungsorgan für euch. Wir vertreten euch gegenüber der Universität, gegenüber dem Land, gegenüber Ministerien, gegenüber ganz verschiedenen Stellen sind wir für euch im Einsatz. Das Ganze splittet sich bei uns nochmal in zwei verschiedene Bereiche. Und zwar gibt es uns als AStA mit den Referaten und es gibt noch autonome Referate.
die zwar auch zu uns gehören, aber eigenständig funktionieren und agieren. Die sind, um einmal auf Sie zu sprechen zu kommen, ganz verschieden aufgebaut. Wir haben das autonome Referat für Studieren mit Kind, für Studieren ohne Schranken, das BPOC-Referat, das autonome Queer-Referat, ganz verschiedene Schwerpunkte, wo ihr euch beraten lassen könnt bei Fragen, wo ihr AnsprechpartnerInnen suchen könnt. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, auch gerade im Bereich von Schwierigkeiten an der Universität, sind diese Leute ganz massiv für euch im Einsatz und die könnt ihr dann ansprechen. Wie funktioniert die Hochschulwahl bei uns eigentlich? Einmal im Jahr wählt bei uns die Universität. Ihr als Studis habt auch die Möglichkeit zu wählen. Und zwar einmal eure Vertretungsorgane, vor allem uniweit, das Studierendenparlament mit 51 Sitzen und bei euch an den Fakultäten die Fakultätsvertretungen, die sich dort für euch einsetzen. Daneben gibt es auch noch zusätzlich weitere Gremien, die gemischt gefasst sind, wo ihr eure Vertreterinnen wählen könnt. Vor allem im Senat, beispielsweise im obersten demokratischen Gremium der Universität, aber auch in den engeren Fakultäten, den Gremien, die dafür zuständig sind, Entscheidungen zu treffen bei euch an der Universität, wo nicht nur Studis drin sitzen, sondern wo wir auch mit VertreterInnen des Mittelbaus und mit den Professorinnen zusammenarbeiten. Und dort, in diesen Gremien, werden Entscheidungen getroffen, die euer Studium langfristig beeinflussen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, wenn ihr einmal im Jahr die Möglichkeit habt, geht wählen, gebt eure Stimme ab, denn je mehr Stimmen die Studis hinter sich haben, mit desto mehr Legitimation können wir auftreten und für euch sagen, die Studis haben uns gewählt, wir fordern als Studierendenbedingung das und das und das. Wo ist dann der AStA konkret für euch im Einsatz? Am meisten zeigt sich das vor allem für euch in Fragen des Semestertickets. Wir sind dafür zuständig, euer Semesterticket auszuhandeln mit der KVB, mit der VHS, ob ihr ein Fahrrad mitnehmen dürft, wann ihr es mitnehmen dürft, wie hoch die Ticketgebühren im Semester sind. Das sind Fragen, die wir mit euch zusammen besprechen wollen. Bei weitere Fragen, wo wir im Einsatz sind. Ganz konkret Lehre und Studium. Eure direktesten Ansprechpartnerinnen sind wie gesagt die Fachschaften, die Fakultätsvertretungen. Aber darüber hinaus, wenn ihr Fragen habt zu nicht bestandenen Prüfungen oder Klausuren, wenn etwas schiefgegangen ist bei eurer Bachelorarbeit irgendwann einmal, wenn ihr Fragen habt, wieso ein konkretes Modul irgendwie aufgebaut ist, wer sitzt in den Kommissionen beispielsweise, die entscheiden, dass Prüfungsordnungen geändert werden. Auch das geht alles durch die studentische Selbstverwaltung, nicht nur durch den AStA, sondern durch ganz verschiedene Verzweigungen der Gremien und darüber noch hinaus durch aktive Studis, die sich für euch darin einsetzen, dass wir einmal der Universität gegenüber sagen, was wir haben wollen in Ordnungen, dass wir dort zusammenarbeiten und hinausarbeiten, wie gute Lehre funktionieren soll. Daneben haben wir für euch noch ganz viele andere Beratungsangebote vor Ort. Wir haben beispielsweise die BAföG und Sozialberatung für Fragen, wenn ihr euer Studium finanzieren müsst. Wir haben die Rechtsberatung, die vor allem darauf angelegt ist, wenn ihr Fragen habt zu Mietrecht oder zu Hochschulrecht und dort rechtliche Beratung braucht. Wir haben eine Ausländerinnenberatung, gerade beispielsweise für ausländische Studierende, falls dort Probleme entstehen sollten oder Fragen bei der Kommunikation mit der Universität entstehen. Dort sind wir für euch auch unterwegs. Daneben haben wir generell bei sozialen Angeboten einiges für euch. Beispielsweise unsere Notschlafstelle, wo ihr übernachten könnt zu Beginn des Semesters, unter normalen Umständen zumindest, falls ihr noch nicht in Köln rechtzeitig eine Wohnung gefunden habt und zugezogen seid. Genauso stehen wir sehr oft mit dem Kölner Studierendenwerk im Austausch, bei Notfällen, bei Engpässen und versuchen generell bessere Wohnbedingungen für Studis auszuhandeln. Auch bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Studieren mit Kind, was durchaus eine große Herausforderung sein kann, versuchen wir bessere Studienbedingungen für euch herauszuhandeln bei der Universität und euch bei Anliegen, so gut es geht, zu unterstützen, natürlich in Zusammenarbeit mit dem autonomen Referat Studieren mit Kind. Auch kulturell sind wir natürlich präsent am Campus. Einer der größten Acts bei uns an der Universität ist das Festival Contre le Racisme. Unser großes Festival im Einsatz gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, für Diversity und Integration bei uns am Campus. Daneben haben wir auch noch ganz verschiedene andere Veranstaltungen für euch regelmäßig. Podiumsdiskussionen, Symposien, generell einfach nur Tagungen oder Workshops zu ganz verschiedenen Bereichen. Antisemitismus, Fragen von Geflüchteten, die Mittelmeerdialoge, ganz verschiedene Dinge, die wir unterstützen und fördern
im Einsatz für Austausch an der Universität, eingegliedert in den hochschulpolitischen Rahmen, der uns hier gegeben ist. All diese Themen, die gesellschaftlich relevant sind, noch einmal behandelt bei uns im hochschulpolitischen Kontext. Vor allem sind wir auch für euch am Campus präsent, wenn es darum geht, Antidiskriminierung zu behandeln. Wir sind aktiv bei Fragen von Gendergerechtigkeit, beim Abbau von Barrieren und von Schranken, bei Inklusion und bei Diskriminierungserfahrungen, die ihr sammelt, von der uns Studis regelmäßig berichten, auch immer noch. Wir sind aktiv in Zusammenarbeit mit unseren autonomen Referaten bei ganz verschiedenen Punkten, beim autonomen Queer-Referat, beim CSD, bei verschiedensten Veranstaltungen, beim BPOC. Wir sind in Zusammenarbeit mit dem Referat Studieren ohne Schranken, wenn es darum geht, eben auch behindertengerecht zu arbeiten und Barrierefreiheit zu zeigen an der Universität. Daneben auch natürlich im Bereich Ökologie. Wir sind eine Fairtrade-Universität. Die Universität möchte ökologisch aktiv sein und nachhaltig agieren. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Studierende sich in verschiedensten Gremien aktiv dafür eingesetzt haben, dass es so ist. Daneben haben wir auch unseren kleinen eigenen Campusgarten, den wir Studierende selber pflegen. Dort dürft ihr auch selber aktiv sein, selber Dinge anbauen und selber das Ganze verwalten, wie ihr möchtet. Natürlich geht das Ganze aber auch über das Land hinaus. Im gesamten Bundesgebiet arbeiten Asten und Studis zusammen, um sich für euch einzusetzen. Vor allem jetzt präsent. In der Corona-Zeit haben wir uns massiv dafür eingesetzt, dass Studis eine soziale Unterstützung bekommen vom Staat. Das war jetzt natürlich nur ein knapper Zusammenschnitt von dem, was wir eigentlich machen. Alle ausführlichen Informationen über uns und unsere Angebote findet ihr auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns darauf, euch in Zukunft bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und natürlich stehen wir euch jederzeit bei diesem neuen Lebensabschnitt des Studiums zur Seite. Hallo, ich bin Anthony. Willkommen in der ZSB. Die ZSB, das ist die zentrale Studienberatung. Und wie der Name schon sagt, sind wir die erste Anlaufstelle während eures gesamten Studiums, wenn ihr mal Fragen habt oder irgendwas nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Wir sind zwar keine Experten für ein bestimmtes Fach oder einen Studiengang, aber wenn wir selbst nicht die Antwort auf eure Frage wissen, dann wissen wir auf jeden Fall, an wen ihr euch wenden könnt. Leider könnt ihr gerade ja nicht persönlich zu uns kommen, aber wir sind trotzdem für euch da. Und zwar per Telefon, per E-Mail über unser Kontaktformular und als Terminberatung via Zoom. Hi, ich bin Julia und ich bin eine der vielen studentischen Hilfskräfte in der ZSB. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer es manchmal am Studienbeginn sein kann. Darum bieten wir verschiedenste Workshops für Erstsemester an, sodass ihr euch mit anderen Erstsemestern vernetzen könnt und besser in euren Studienstart reinkommt. Außerdem haben wir jetzt auch einen Podcast mit unseren studentischen Mitarbeitern. Alle Informationen dafür findet ihr im Erstsemesterportal. An der Universität zu Köln studieren sehr viele unterschiedliche Studierende. Ich bin Frieda Schumann vom Servicezentrum Inklusion. Und wenn du Stress im Studium hast oder andere psychische Belastungen, kannst du unsere psychologische Beratung kontaktieren. Wenn durch körperliche Beeinträchtigungen, psychische Erkrankungen oder eine Behinderung ein Nachteil im Studium entsteht, beraten wir sehr gerne, wie du einen Nachteilsausgleich beantragen kannst. Des Weiteren beraten wir zu Hilfsmitteln und anderen Unterstützungsangeboten. Du bist dir nicht sicher, ob du bei uns richtig bist? Frag doch einfach nach. Kommt gut ins Studium. Viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf euch. Willkommen. Hi, ich bin Sarah und spiele Pade beim Unisport. Vorher habe ich noch nie von dieser Sportart gehört, wie von so vielen Kursen hier. Aber der Unisport macht es möglich, sich jedem Semester einer neuen Herausforderung zu stellen oder auch eine geliebte Sportart zu vertiefen. Vielleicht probiere ich als nächstes Fußball? Hi, ich spiele hier Fußball beim Unisport. Meine Kurse buche ich immer online über die Webseite oder in der App. Meine Infos bekomme ich auf Social Media. Hi Leute, ich bin Merle und ich gebe jetzt schon seit vielen Jahren Beachkurse. Und
Mir macht es super Spaß, jedes Jahr neue Leute dabei zu haben. Kommt vorbei, es ist total egal, ob ihr schon mal gespielt habt oder noch nie. Für jeden gibt es ein Level, für das ihr euch anmelden könnt. Und ich freue mich jedes Jahr über neue Gesichter und neue Mitspielende. Viel Spaß beim Beachen! Hi, ich bin Sina. Ich bin Trainerin hier im Unifit und bei uns können Studierende und Beschäftigte der Uni zusammen trainieren und ihre Ziele regelmäßig neu anpassen. Wir sehen uns beim Training. Jetzt habt ihr schon viel vom Unisportzentrum am Zülpicher Wall direkt neben der Mensa kennengelernt. Hier stehen wir übrigens in der großen Halle. Und hier in der kleinen Halle. Mit 150 Sportarten organisiert der Universitätssport der Uni Köln in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule eines der größten Sportprogramme der Stadt. Das Spektrum umfasst trendige Sportarten wie zum Beispiel Quidditch, aber auch die klassischen Sportarten wie Fußball, Yoga oder Taekwondo. Hallo, Eckhard Rode ist mein Name und ich leite den Universitätssport. Beim Sport stehen für uns Respekt, Toleranz und das Miteinander im Vordergrund. Sprachbarriere, körperliche Beeinträchtigung, du glaubst, du wärst anders, für uns ist das egal. Beim Unisport sind alle willkommen und viele ist möglich. Natürlich werden zusätzlich auch Kurse über Zoom angeboten, da es momentan nur ein begrenztes Sportangebot gibt. Die Übergangskurse ändern sich aber stetig und alle Informationen dazu findet ihr auf der Website. Hi, mein Name ist Bianca, ich arbeite beim Kölner Studierendenwerk und heute zeige ich dir, wie in deinem Studium alles ganz einfach wird. Wir unterstützen dich dabei, dein Studium zu finanzieren. Die günstigste Möglichkeit dafür ist BAföG. BAföG, bei der du nur die Hälfte zurückzahlen musst. Du denkst dir vielleicht, bekomme ich eh nicht. Aber stell einfach mal den Antrag. Das Erste, was du dafür brauchst, ist das Formblatt 1. Das kannst du einfach ausfüllen. Und selbst wenn dein Antrag noch nicht ganz vollständig ist, kannst du trotzdem schon mal den Antrag stellen. Du willst Schluss machen mit Hotel Mama? Wir vermieten 5000 Wohnheimplätze, zentral und günstig. Da diese aber schnell weg sind, haben wir die Initiative Mein Zuhause in Köln gegründet, wo du ganz viele Privatzimmmerangebote findest. Du hast keine Lust zu kochen und zu spülen? Dann kommen unsere Mensen. Wir bieten dir eine große Auswahl, auch an vegetarischen und veganen Gerichten. Fürs Essen brauchst du eine Mensa-Karte. Diese Mensa-Karte bekommst du bei uns am Infopoint und kannst sie dort auch sofort bar aufladen. Du kommst vielleicht gerade von der Schule und musst jetzt deinen eigenen Stundenplan erstellen. Oder die nächste Prüfung steht an und du hast immer noch keinen Plan, wie du dafür lernen sollst. Dann hilft dir unsere Beratungsstelle mit verschiedenen Angeboten und Workshops. Du bist für dein Studium nach Deutschland gekommen und hast etwas Startschwierigkeiten oder viele Fragen. Wir helfen dir mit verschiedenen Veranstaltungen zum Aufenthaltsrecht, zum deutschen Arbeitsmarkt oder auch kulturelle Angebote, wie zum Beispiel unseren Länderabend. Alle wichtigen Infos und noch mehr findest du in unserer Broschüre Studieren in Köln. Und für euch Erstsemester haben wir übrigens eine Landingpage auf unserer Seite kstw.de. Schau vorbei! Hallo, ich heiße Marc und bin Mitarbeiter bei Köln Alumni und selbst Alumnus der Universität zu Köln. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt am Rhein. Ihr fragt euch jetzt, was heißt Köln Alumni? Alumni? Hä? Das Wort Alumni kommt aus dem Lateinischen vom Wort alere, was so viel heißt wie ernähren, aufziehen und bezeichnet im Allgemeinen die Absolventinnen und Absolventen einer Hochschule. Im weiteren Sinne auch die Angehörigen einer Hochschule. Die Form im Singular, in der weiblichen Form, heißt Alumna, im Plural Alumnae. Die männliche Form im Singular heißt Alumnus, im Plural Alumni. Eine Mischung aus weiblichen und männlichen bezeichnet man ebenfalls als Alumni. Die Universität zu Köln hat mit Köln Alumni das Netzwerk für Studierende und Absolventinnen. Also auch ab sofort ist es dein Netzwerk. Und was macht man jetzt damit? Wir bieten dir die Chance, über den Tellerrand zu blicken. Wir verbinden Studierende und Absolventinnen von Studienbeginn an und sind auch an deiner Fakultät aktiv. Events rund ums Studium stellen dir die verschiedene Karriere- und Lebenswege vor. Und auch im Anschluss an dein Studium helfen wir dir dabei, mit Universität und anderen Absolventinnen in Kontakt zu bleiben. Wie geht es jetzt weiter? Am besten macht ihr jetzt Folgendes. Registriert euch unter www.kölnalumni.de.
Außerdem erhaltet ihr in den nächsten Tagen eine E-Mail in euer S-Mail-Postfach mit weiteren Informationen zur Registrierung. Die Mitgliedschaft ist natürlich kostenlos. Außerdem sind wir auch noch unter den Social-Media-Kanälen aktiv. Heißt also, folgt uns und registriert euch. Wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß im Studium und einen guten Start. Hallo und herzlich willkommen im Gateway Excellence Startup Center. Ich bin Frederik und in diesen Räumlichkeiten hier sitzt nicht nur unser Team, sondern auch die Gründungsinteressierten der Uni Köln. Und wenn du Lust hast, als Unternehmer dich auszuprobieren, während des Studiums oder danach, oder mit deiner Idee die Welt von morgen gestalten willst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei uns kriegst du die Unterstützung und das Handwerkszeug, um an deiner Idee zu feilen und mit deiner Idee oder deinem Startup erfolgreich zu sein. Das machen wir über individuelle Beratungen, spannende Workshops oder große Events, um dich in der Startup-Szene zu vernetzen. Übrigens, es gibt auch gute Stipendien und Förderangebote für Gründer, wie zum Beispiel das Exist Gründerstipendium, bei dessen Antragstellung wir dich gerne unterstützen. Wir freuen uns, wenn du den Weg zu uns findest, egal aus welcher Fakultät oder aus welchem Studienbereich. Am besten, glaube ich, können aber unsere Startups sagen, was wir hier eigentlich machen. Nils, wie profitierst du denn eigentlich vom Gateway Excellence Startup Center? Hi, ich bin Nils von Social BNB. Wir sind eine nachhaltige Reiseplattform, die Übernachtungsmöglichkeiten bei sozialen und ökologischen Hilfsorganisationen vermittelt. Damit ermöglichen wir auf der einen Seite eine authentische Reiseerfahrung für unsere Touristen und auf der anderen Seite eine langfristige Finanzierungsperspektive für diese NGOs. Wir sind eins der Startups, die hier im Gateway sitzen. Wir sind auch Teil des Startup-Programms der Uni Köln. Dadurch haben wir nicht nur Arbeitsplätze hier im SHIP, sondern auch Mentoring, Beratung und Workshops zu verschiedenen Thematiken, um unser Startup weiter voranzubringen. Das können Bereiche sein wie Businessplan, Finanzplan, aber auch rechtliche Thematiken. Momentan sitzen hier 16 Startups mit uns, alle aus verschiedenen Bereichen und an verschiedenen Punkten ihrer Entwicklung. Das sorgt für eine sehr coole Community und einen guten Austausch mit anderen Gründern. Gerade in so einer frühen Phase, wie wir es sind dieses Netzwerk und diese Unterstützung wahnsinnig wertvoll. Also wenn auch du Bock auf Gründen hast, komm gerne mal vorbei und wir freuen uns, dich zu sehen. UniWell steht für die European University for Wellbeing. UniWell ist ein internationaler Zusammenschluss der Universitäten Köln, Birmingham in Großbritannien, Florenz in Italien, Leiden in den Niederlanden, Linnaeus in Schweden, Nantes in Frankreich und Semmelweis in Budapest, Ungarn. Zusammen bildet die Universität zu Köln mit diesen 6 Universitäten eine neuartige, sogenannte europäische Universität. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Wellbeing, also das Wohlbefinden und Wohlergehen jedes und jeder Einzelnen, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt auf lokaler, nationaler, internationaler und globaler Ebene zu untersuchen und zu fördern. Unsere Allianz wurde im Dezember 2019 gegründet und war im Sommer 2020 im Rahmen der 2. Ausschreibungsrunde der Europäischen Universitätsinitiative erfolgreich. Im Herbst haben wir dann mit sehr viel Enthusiasmus damit begonnen, ein umfangreiches und ambitioniertes Maßnahmenpaket umzusetzen, das perspektivisch dazu führen wird, dass das Studium an der Universität zu Köln als Teil eben dieser European University for Wellbeing noch mehr zu einer bereichernden internationalen Erfahrung wird. Die Studierenden stehen also im Mittelpunkt. Was ist für UniWell konkret in der Zukunft für euch Studierende geplant? Das Studium soll in den nächsten Jahren zunehmend durchlässiger zwischen unseren 7 Partneruniversitäten werden. Das heißt, es wird einfacher, ein Semester an einer anderen Uni zu studieren oder auch an mehreren. Diese Kurse sollen automatisch in Köln anerkannt werden. Ihr könnt also in einem Semester nach Birmingham gehen und in einem anderen nach Nantes oder Florenz. Gleichzeitig werdet ihr zunehmend hier in Köln Studierende aus Birmingham, Florenz, Leiden, Linnaeus, Nantes und Budapest treffen und könnt so internationale Kontakte knüpfen. Es wird multilinguale Sprachkurse geben, in denen ihr Französisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch und Ungarisch lernen könnt. Außerdem werden in den nächsten Jahren Stück für Stück gemeinsame internationale
digitale Kurse und neue Studiengänge im Blended Learning, also einer Kombination aus Präsenz- und digitalen Veranstaltungsformaten, rund um das große Motiv Wellbeing entwickelt, an denen ihr teilnehmen und für die ihr euch einschreiben könnt. Wenn ihr nach dem Bachelor und Master noch einen Doktortitel machen möchtet, werden sich hier für euch zahlreiche internationale Forschungsmöglichkeiten und Kooperationen eröffnen. Und nicht zuletzt soll das Wellbeing unter euch Kölner Studierenden auch ganz praktisch gefördert werden, durch eine sukzessive Verbesserung der Studienbedingungen, wie beispielsweise ein besonderes studentisches Gesundheitsmanagement. Wir Studierende haben ein Mitbestimmungsrecht im Uniwell Board, dem zentralen Entscheidungsgremium unserer Hochschulallianz. Uniwell ist so aufgebaut, dass es an unseren 7 Partneruniversitäten lokale Studierendengruppen gibt. In Köln ist das die Studierendenarena, quasi eine Fachschaft für Uniwell. Die Studierenden aller 7 Hochschulen tauschen sich im Uniwell Student Board aus. Dort werden auch die studentischen VertreterInnen im Uniwell Board gewählt, die dort unsere studentischen Interessen vertreten. Auch wenn euch das in eurem ersten Semester noch sehr weit weg und kompliziert vorkommt, ihr könnt euch jederzeit in unserer lokalen Kölner Uniwell Studierendenarena melden, zuhören, mitarbeiten und euch engagieren. Außerdem gibt es verschiedene inneruniversitäre Arbeitsgruppen, bei denen ihr euch direkt einbringen könnt, um bei der Planung und Umsetzung von Uniwell mitzuwirken. Beispielsweise bei der Konzipierung eines neuen internationalen Masterstudiengangs, beim Aufbau eines sozialen Netzwerks oder bei der Entwicklung von Mentoring-Programmen für Erstsemesterstudierende. Wichtig, Uniwell macht Spaß. Beispielsweise im Februar 2020, als Reisen und viele Menschen treffen noch kein so großes Problem war, wie es jetzt leider ist, haben wir an der Uni Leiden in den Niederlanden in einer Student Design Challenge Ideen für Uniwell entwickelt. Da hatten wir richtig viel Spaß mit Studierenden aller 7 Hochschulen und die Ergebnisse lassen sich sehen. Uniwell ist zurzeit noch im Aufbau, aber es wird in den nächsten Jahren viele Bereicherungen für euch und euer Studium bringen. Engagiert euch, macht mit und beteiligt euch beim Aufbau von Uniwell hier an der Uni Köln, am besten schon direkt in den nächsten Wochen. Wir freuen uns auf euch. Liebe Studierende, mein Name ist Michael Ostrieger. Ich leite das Collegium Musicum der Universität zu Köln. Wir machen Musik zum Zuhören und zum Mitmachen, zum Beispiel so. Wir haben hier das Glück, dass wir ein sehr großes universitäres musikalisches Angebot haben, das auch sehr breit gefächert ist. Gerade eben haben wir das Symphonieorchester und den großen Chor gehört, aber wir haben beispielsweise auch populäre Musik mit unserer Big Band. Es gibt einen Kammerchor und ein Kammerorchester, einen Jazzchor, einen Frauenchor, das Grand Jazz Ensemble, den Madrigalchor und den Kinderchor. Ich bin Wiebke Heinz, ich bin eine der Geschäftsführerinnen hier am Collegium Musicum. Wir koordinieren die Probenarbeit der 10 Ensembles und veranstalten die Konzertreihe Universitätskonzerte. Wir bieten euch ein abwechslungsreiches Konzertprogramm in 10 bis 15 Konzerten pro Semester an, mit unseren eigenen Ensembles und eingeladenen Gästen. Ihr könnt euch vorstellen, dass zu Corona-Zeiten unsere Arbeit nicht wie gewohnt ablaufen konnte. Wir haben also versucht, so viel wie möglich in den digitalen Raum zu verlagern und haben zahlreiche Videos produziert. Wir machen nicht nur Musik, sondern bei uns geht es auch überhaupt ums Miteinander. Was wir im kommenden Semester so bieten können, darüber könnt ihr euch auf unserer Webseite und Facebook und YouTube informieren. Und wir hoffen, dass auch was für euch dabei ist. Schaut einfach mal vorbei. Damit sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir wünschen euch viel Erfolg und vor allem viel Spaß im Studium
Und jetzt gibt es noch etwas Musik und damit habt ihr dann erfolgreich euren ersten Tag an der Uni gestartet. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shining away. Oh, I'll be coming for your love, okay? Take on me, take on me, oh, take on me. So needless to say, I'm odds and ends, but I'm me stumbling away. Slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me, take on me, oh, take on just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. You shine away.